Heute ein ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern, mal wieder live, nachdem wir die letzten 4 Spiele in der Simulation eigentlich besser abgeschnitten haben, als ich gedacht hätte. Da waren ja 3 Siege, glaube ich, mit dabei, ein Unentschieden dann zum Schluss gegen Fürth. Wir sind also wieder oben dran. Wenn wir hier heute gewinnen sollten gegen Kaiserslautern, sind es, glaube ich, nur noch 3 oder 4 Punkte Rückstand auf dem HSV. Die haben auch eine kleine Unentschieden-Serie, also es ist relativ spannend. Das ist das letzte Spiel der Hinrunde. Und dann geht es ab nächsten Part wieder mit Simulation weiter, je nachdem, gegen wen wir spielen. Ich muss dann mal schauen. Aber ich denke mal, dann geht es erstmal wieder mit Simulation weiter. Es wird sehr spannend. Mal gucken, ob ich auf dem Transfermarkt irgendwas mache. Ich wollte ja nochmal einen neuen Keeper holen. Dazu hätte ich aber erst jemanden verkaufen müssen. Das habe ich im Sommer dann leider nicht mehr geschafft. Von daher muss ich jetzt gucken, dass wir im Winter da vielleicht nochmal nachlegen. Apropos, wenn die Aufstellung mal unten weggeht, würde ich es auch sehen. Ja, Kaiserslautern mit der Dreierkette, aber dann natürlich in der Defensive mit Fünferkette. Oh, das wird jetzt wieder ein Geschiebe hier hin und her. Aber gut, was willst du machen? Das könnte abseits sein, Rehse, ja. Aber die Bälle müssen es halt sein, hinter die Abwehr. Ja, apropos Hertha, wenn ich das jetzt gerade nochmal ansprechen kann, das war eine richtig emotionale Schweigeminute für den Präsidenten Kai Bernstein. Für den ehemaligen Präsidenten muss man ja leider sagen, der viel zu früh verstorben ist. Ich glaube 43 ist er nur geworden, also bei der Ansprache des Stadionsprechers, da ja, wurde einem ja auch irgendwie anders. Also es ist schon, war sehr schön auf jeden Fall, das was sie da vorbereitet haben, die Schweigeminute und so weiter und das alles drumherum. Das war wirklich sehr schön. Ich hoffe für die Hertha-Familie ganz viel Kraft für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, natürlich auch für die Familie, habe ich mich auch schon geäußert auf Twitter. Und von daher, ja, wie gesagt, eine ganz schreckliche Nachricht. Aber ich hoffe, dass die Hertha da irgendwie ganz schnell durchkommt oder das irgendwie gut verkraften muss. Also ich meine, ist ja jetzt nicht mehr zu ändern. Ja, ist natürlich sehr überraschend gewesen. Also auch sehr schade, selbstverständlich. Ich meine, 43 ist noch kein Alter, ne? Also von daher, ja, eine ganz große Anteilnahme auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht setzt es ja ein paar Kräfte frei. Bei der Hertha im ganzen Verein, die haben ja noch ein großes Ziel, eventuell dieses Jahr im Pokalfinale. Hätte irgendwie was, so einen schönen Nebeneffekt oder eine schöne Sache, wenn man es vielleicht irgendwie schafft, ins Finale einzuziehen und dann vielleicht sogar so zu gewinnen für Kai Bernstein. Das wäre eine sehr schöne Geschichte. Jetzt gucken wir erstmal Tabakovic vorbei. Geht noch nicht viel nach vorne. Ich muss sagen, die Lauterer, die stehen bislang leider mit ihrer Dreierkette da richtig gut. Was ist, wenn ich auf Offensiv umschalte? Ich muss noch mal kurz gucken, wie es dann hier ist. Ja, Nusa, okay, dann stehen alle noch da, wo sie stehen müssen. Weil nicht, dass dann irgendwie einer wieder die Position switcht. Das hatte ich nämlich auch schon öfter. Ja, dann ist die Frage, wie gut funktionieren hier Nusa, Uedraogo? Das sind natürlich alles Wertanlagen. Muss man halt leider dazu sagen. Die werden wir wahrscheinlich im Sommer abgeben müssen. Wenn wir dann aufsteigen oder halt auch nicht. Aber ich hoffe schon, dass wir irgendwie aufsteigen. Zumindest Relegation. Dann hätten wir da nochmal in 2 Spielen die Möglichkeit, dann doch noch aufzusteigen. Aber, warte mal. Der Kenny auf Uedraogo. Oh nein, wieso kann er den nicht machen? Frei vom Tor, dann setzt er den gegen den Pfosten. Oh, da habe ich sicher mit dem Tor gerechnet. Hier, guck mal, der war frei. Ah, da wäre doch das andere Eck besser gewesen. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Mann. Glasklare Torchance. Also der muss rein, auf jeden Fall, weiß er selber, aber es wird hoffentlich nicht die letzte Chance gewesen sein. Also ich meine, wir haben in München gut mitgehalten. Und seitdem ist die Mannschaft irgendwie anders drauf. Also wie gesagt, in der Simulation hat es diesmal auch besser funktioniert. Das wäre ja ein Skandal, wenn ich hier immer nur in den Spielen, die ich spiele, gut spiele. Und in der Simulation dann nicht. Also da würde irgendwas dann gewaltig schief laufen. Aber Achtung, Lautern kommt zum ersten Mal. Nee, aber wir haben dann ganz gute Umschaltmomente eigentlich hier. Besonders über Uedraogo, über Bouchalakis und jetzt unten Nusa. Ja, der läuft durch und der ist schneller. Da kommt Zulinski. Da muss halt auch einer in die Mitte. Und da muss halt da auch mal irgendeiner stehen. Ja, Nusa macht das ganz souverän. Und jetzt Uedraogo, jetzt ins andere Eck. Jawohl. Die Führung. Diesmal klappt's. Auch wieder gegen den Pfosten, aber diesmal der Innenpfosten. Ja, verschwinde mal. Hä? Was ist das denn? Im Dunkeln. Übelster Lichtbug gerade. Übelster Lichtbug. Egal. Hier, gut gemacht von Nusa. Guck mal, er winkt Uedraogo und dann kann er sich auch wieder das Eck aussuchen, wählt diesmal das Richtige. Hier, guck mal, zack.
Eine flüssige Bewegung mitgenommen, Innenpfosten rein. Ouedraogo auch schon sein 9. Tor. Und das macht ihn halt noch wertvoller, als er ja sowieso schon ist. Also auch eines der größten, ja, Talente, die wir haben hier in Deutschland. Und nicht nur in dem Spiel. Der kriegt halt auch einen richtig hohen Wert, wenn er denn dementsprechend spielt und auch gut spielt. So. Jetzt vielleicht ein bisschen Spielfreude zeigen. Das ist auch eine sehr gute Lage gerade. Also mit der Führung müssten wir, glaube ich, wieder auf 3-4 Punkte ran sein, höchstens oder mindestens auf den HSV. Oben ist noch Greuther Fürth mit dabei. Also es ist eine ganz, ganz wilde Zweitliga-Hinrunde, die wir am Anfang mit so einer kleinen Schwächeperiode leider so ein bisschen versaut haben. Ne? Überlegt euch mal, wir hätten gegen Elversberg, gegen Wiesbaden, gegen Paderborn zum Beispiel nicht verloren. Und dann halt irgendwie nochmal 1-2 Siege geholt. Dann könnten wir auch irgendwo Zweiter oder Dritter sein. Jetzt aber aufgepasst. Ja. Lautern erste Chance, pass auf. Nee, Verteidigung steht. Beuth. Der jetzt auch die Seiten gewechselt hat, ne? Von Lautern nach Mannheim. Das geht natürlich gar nicht. Das ist so, als wie wenn du von Frankfurt nach Offenbach gehst. Das geht eigentlich auch nicht. Oder von Dortmund nach Schalke. Hat es aber auch schon gegeben. Achtung auf der Linie. John-Joel Kenny ist da. Da fällt mir dieses Meme ein von diesem einen älteren Herren am Flughafen, der irgendwie so sinngemäß gesagt hat, er wäre Fan von Lautern und von Waldhof. Sowas gibt's gar nicht. Aber ihr seht, so Menschen gibt's auch. Egal, wir führen jetzt erstmal 1-0 zur Pause. Schöne Sache. Und auch verdient, glaube ich, ja, 3:2 Schüsse, ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir müssen halt das zweite Ding nachlegen. Es ist wie überall, solange du nur 1-0 führst, ist das ziemlich schwach. Oder beziehungsweise ist das noch nicht sicher. Aber wir führen, wir haben die Leute dafür. Wir haben die Chancen. Rehse, jetzt kommt kein Abseits. Es ist schon wieder, das gibt's doch nicht. Die müssen den einfach schneller spielen. Das ist das Problem. Die spielen den einfach nicht schnell genug. Okay, jetzt schon Wechsel. Redondo kommt rein. Das ist auch, glaube ich, ein schnellerer Kollege. Ja, Ouedraogo, guck mal. Zack, dazwischen. Da vorne ist er wieder. Rehse. Allein gegen alles, glaube ich, mit unser bester Scorer in der Saison. Karbovnik, Spajic. Ja, wenn wir den Ball vielleicht schnell gewinnen, ja, ist okay. Dann nach vorne Ouedraogo, Bouchalakis hat jetzt ein bisschen Platz. Ja, und Beuth, das ist ganz, ganz schwer. Also durch die Mitte geht fast gar nichts. Da müssen wir halt über die Flügel spielen. Ragnar Ache. Dass der nochmal so einschickt in Lautern. Freut mich für ihn, auf jeden Fall. Oh, jetzt aufgepasst. Tachi kommt, Redondo. Ja, Bouchalakis muss den eigentlich auch haben. Genau, den möchte ich halt gerne verkaufen, dass ein bisschen Geld nochmal da ist. Vielleicht auch für einen neuen zentralen Mittelfeldspieler und natürlich auch für einen neuen Keeper. Jetzt haben wir aber erstmal hier Ouedraogo, wenn er im richtigen Moment spielt. Nein, oh Mann, das ist auch wieder mit Ansage der Fehlpass. So, aufgepasst, Karbovnik kommt außen nicht ran. Das geht nicht, ey. Der ist da wieder... Ja, alleine, wir sind zu zweit. Der darf den da nie und nimmer durchspielen. Achtung, wieder. Die typische Situation. Oh, Gersbeck. Du kommst halt einfach nicht hin. Und gerade mit so Spielern ist das auch nochmal ein bisschen schwerer. So, jetzt ist hier wieder niemand da. Dann ganz andere Seite. Oh. Ich mach's auch riskant hier. So, jetzt Rehse, aber mal nicht im Abseits. Komm, Ouedraogo winkt. Ja, nee, Rehse wäre schon wieder im Abseits. Nusa, nee, ist zu kompliziert. Das ist viel, viel zu kompliziert. Viel Stückwerk. Aber so ist es halt in der zweiten Liga. Achtung, jetzt läuft er da durch. Der Beuth hier. Genau, schön nochmal mit der Hacke. Die Hacke nochmal schön ausfahren. Oh, da muss aber Nusa oder irgendwer anders hin. Das geht nicht. Gersbeck. Den kann er auch festhalten. Den können wir da nochmal einwechseln. Duziak mal für Ouedraogo. Mal frisches Personal rein. Und jetzt aufgepasst. Ecke kommt rein. Wieder auf der Linie geklärt. Oh, das geht nicht mehr lang gut, ey, hier. Das geht nicht mehr lang gut. Und wieder Gersbeck. Das ist krass. Oder ist es gar nicht? Gersbeck, doch. Müsste Gersbeck sein. Ich habe den noch nicht rausgenommen. Achtung, nächste Ecke. Das müssen wir jetzt überstehen. Das ist so eine kleine Drangphase jetzt von Lautern. Bouchalakis ist da und auch hier. Trotzdem, oh, Gersbeck, ja, immer wieder hinten rausspielen. Auch wenn das manchmal ein bisschen unorthodox aussieht, aber es hilft. Und genau
Das ist gut so. Wir kriegen vorne nichts mehr hin. Nee, das ist momentan leider eine sehr, sehr schwache zweite Halbzeit. Wir sind im Prinzip abgemeldet aus dem Spiel. Wir lassen Lautern jetzt vorne spielen über Ache. Oh nee, pass auf. Wie lange will er noch Vorteil laufen lassen, ey? Der war schon längst vorbei. Der war schon längst vorbei. So, gucken wir mal, wer schießt. Clement, der kann das, glaube ich, ganz gut, ne? Achtung, Freischuss kommt! Und Gersbeck war sogar noch dran, hat durch den Pfosten durchgeglitscht wahrscheinlich. Schöner Freistoß. Guck mal hier die Mauer noch. Springt eigentlich im richtigen Moment. Dann geht der zwischen Nusa und Rehse durch. Ja, dann ist die Kamera nicht schnell genug. Ah, pass auf, nächste Ecke. Kempf ist wieder da. Oh, Duzia, keine Ahnung wohin. Nochmal Kempf. Das ist jetzt, wie gesagt, eine ganz, ganz haarige Phase. Und wir kriegen einfach den Ball vorne nicht fest. Nee, das bleibt dabei. Wir kriegen es vorne nicht gebacken, mal das Spiel ruhig zu gestalten, ruhig aufzubauen. Ja, uns auch mal wieder irgendeine Chance rauszuspielen, weil Lautern die pressen vorne so dermaßen zu. Aber jetzt vielleicht, komm. Buchalakis mal ein langer Ball, Tabakovic. Ja, zumindest mal festmachen, genau. Tabakovic auf Nusa. Und jetzt, komm, das ist seine Chance. Mal wieder ein Abschluss vielleicht. Nee, auch das gelingt leider nicht. Und dann ist es auch gut, dass Fürth hinten liegt. Oh, Nusa, komm, hol dir den Ball, jawohl. Und jetzt mal ein Abschluss von Rehse. Ja, immerhin. Der erste Abschluss, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Das ist natürlich dann auch gut für uns, wenn die Konkurrenz hinten liegt. Was macht Duziak da oben? Holt er sich den? Ja, alleine. Gegen alle. Da kommt Tabakovic. Tabakovic und Duziak. Aber abseits, ja. Na komm, jetzt haben wir doch nochmal ein paar Chancen. Niederlechner nochmal vorne rein. Und dann nehme ich auch so ein dreckiges 1-0. Da bin ich euch ganz ehrlich. Dann würde ich auch mal so ein dreckiges 1-0 hier nehmen. Oder vielleicht, wenn wir irgendwie noch ein zweites Ding hinkriegen. Weil Lautern muss ja. Ne? Also, die werden ja hinten nochmal aufmachen müssen. Oh, Rehse nimmt Karbovnik mit. Ja, und jetzt Nusa. Oder wer will? Niederlechner? Oh, oder keiner. Auch nicht schlecht. Aber jetzt Buchalakis. Oh, jetzt steht Sforza im Weg. Ey, das ist unfassbar. Jungs, ihr nehmt euch das zweite Tor selber weg. Das ist nicht zu fassen. Niederlechner, ja, auch kein Foul. Und jetzt, ah ne, Rehse war's. Egal, komm, Niederlechner, jawohl, Rehse ist da. Schöne, enge Ballführung, Sforza. Wie gut kann der zirkeln? Aha, Frage beantwortet. So gut kann der zirkeln, Sforza, Gott sei Dank. 2-0. Mit dem Schlusspfiff, die Polizei ist schon auf dem Platz, die Fans stürmen den Rasen, noch nichts erreicht, aber wir sind wieder oben dran. Oh, Jungs, verletzt euch nicht. Ja, da muss jetzt alles raus. Der Frust vielleicht, da ist noch ein bisschen Frust mit dabei. Hier ein Tollhaus im Kühlschrank. Da sind irgendwelche Fans mit, ja, kolumbianischen Perücken. Aber hier ist Forza, der kann wohl gut zirkeln. Schöne Perspektive. Ja, ein Gemälde. Das Standbild musst du dir quasi malen. Zack, über den Keeper rüber. Der war aber auch nicht ganz unhaltbar, muss man auch sagen. So, also dann gewinnen wir das letzte Hinrundenspiel, müsste das, glaube ich, sein. Gegen Lautern mit 2-0. Am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich, klar, weil Lautern auch Chancen hatte. Aber am Ende zählt nur das, was oben links steht. 3 Punkte. Jetzt gucken wir gleich nochmal auf die Tabelle. Und dann schließen wir den Part sehr erfolgreich ab, glaube ich. Und die Karlsruher gewinnen, Gott sei Dank, 2:1 gegen Fürth. Gutes Zeichen für uns. Das heißt, auch wieder 3 Punkte auf die Konkurrenz aufgeholt. Ich glaube, das wird oben sehr, sehr eng. Geht es am 15. Dezember in Elversberg schon wieder los mit der Rückrunde. Was haben wir jetzt hier? Gut, Trainingsplan. Karbovnik ist glücklich, dass er so oft spielen darf. Und jetzt müssen wir halt auch dann gerade gegen Elversberg wieder mal mit einem Sieg reinstarten. Also wir sind auf jeden Fall mal auf dem 8. Platz. Haben auch nur einen Punkt Ah ne, Quatsch. 3 Punkte. Ich habe mich gerade verguckt. 3 Punkte Rückstand auf den KSC. Die haben schon gespielt. Wir warten jetzt nochmal die anderen Spiele ab und dann schauen wir nochmal final drauf, bevor wir dann im nächsten Part wieder ein paar Spiele simulieren. Wobei, wir haben noch das eine Spiel. Ich überlege, ob ich das vielleicht auch spiele. Und dann haben wir ja Winterpause. Ich gucke jetzt gerade auf die Tabelle. Also, Hinrundentabelle sieht wie folgt aus. Elversberg ist letzter. Wir haben gegen Elversberg nicht gewonnen. Wir haben gegen Osnabrück nicht gewonnen. Wir haben gegen Wiesbaden nicht gewonnen. Imagine, wir hätten 9 Punkte mehr. So gefühlt, dann wären wir locker oben mit dabei. Und wir haben jetzt auch nur 3 Punkte Rückstand auf Schalke. Also, es wird sehr, sehr eng. Vorne Hannover, die marschieren wegführt. Ja, weiß man nicht, ob die auch einbrechen oder nicht. Aber wir haben dann erstmal ein bisschen Pause, ne?
glaube ich. Gucken wir auf den Kalender kurz. Kalender. Also jetzt Elversberg und dann haben wir erstmal Winterpause. Also wir haben nur noch einen Spieltag, dann geht es nämlich erst wieder weiter. Oh Gott, hier. Am 23. Januar. Dann kommt Düsseldorf, das werde ich auf jeden Fall auch wieder spielen. Lautern glaube ich nicht, da habe ich ja einmal gespielt. Hier werde ich dann wieder simulieren. Ich glaube gegen Elversberg, das können wir auch spielen. Ist ja dann das letzte Spiel in dem Jahr, also Dezember. Und dann geht's aber los hier, ne? Das werden wir dann auch nochmal spielen und dann simulieren wir ein bisschen. Vielleicht mache ich sogar 5 Spiele in einem Part, dass wir hier ein bisschen zackiger durchkommen. Hier unten ist dann St. Pauli. Das können wir dann auch eventuell wieder spielen. Hannover auf jeden Fall. Und die beiden letzten Spiele hier, Schalke und Hamburg, die werde ich auf jeden Fall auch spielen. Da könnte es ja dann vielleicht sogar um den Aufstieg gehen, um die Relegation, je nachdem, wie wir uns jetzt hier noch verstärken. Also die Mannschaft ist ja im Prinzip nicht schlecht, muss ich sagen. Ne? Wir haben uns mit Sforza verstärkt, Uedraogo. Wir haben uns King für die Innenverteidigung geholt. Wir brauchen vielleicht noch einen neuen Keeper. Im Mittelfeld, wenn Buschalakis dann geht, dass wir da auch irgendwie nochmal einen dazu bekommen. Aber ich finde, ansonsten ist das doch eine super Hinrunde bislang. 8 Siege, 7 Niederlagen, 2 Unentschieden. Und gegen Elversberg machen wir auch nochmal das Spiel live. Und dann geht es ja gegen Kaiserslautern. Das simulieren wir dann. Aber vorher Düsseldorf, das spielen wir dann auch nochmal. Also ich bin sehr, sehr gespannt. In Elversberg, dass wir da nochmal gewinnen, dass wir wirklich uns oben festsetzen können. Und dann hoffe ich, ja, dass euch dieses Video gefallen hat. Schaut gerne meine anderen Videos, die gleich in der Endcard verlinkt werden. Dann hoffe ich, dass da was für euch mit dabei ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.